Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir ein großes Vergnügen, heute Professor Peter Dabruck zu begrüßen. Professor Dabruck hat an der FAU einen Lehrstuhl bei uns im Fachbereich Theologie und Professor Dabruck ist seit 2016 der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und in der Corona-Krise ein wichtiger Ansprechpartner für uns. Professor Dabruck und ich, wir kennen uns sehr gut, deshalb herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen, lieber Peter. Hallo Achim, guten Morgen. Ich denke, du bist in diesen Tagen sehr beschäftigt. Erst am Freitag hat der Deutsche Ethikrat eine Ad-hoc-Empfehlung rausgegeben mit vielen, vielen wichtigen Botschaften. Lass uns über einige Aspekte sprechen, die in dem wichtigen Dokument auch angesprochen sind und diskutiert werden. Ein Punkt, der uns alle sehr beschäftigt, ist die Abwägung. Wie groß ist der wirtschaftliche Schaden, der aus den vielen Maßnahmen, die derzeit ergriffen werden, resultiert, verglichen mit den Menschenleben, die man damit retten möchte? Das ist sicher eine Frage, die aus ethischer Sicht hochinteressant ist und ich bin sehr gespannt auf deine Einschätzung. Ja, vielen Dank. In der Tat, also die Corona-Krise beschäftigt uns ja alle. Sie stellt unser ganzes Leben auf den Kopf und wie alle sagen, das hat es zu all unseren Lebzeiten noch nie gegeben und wir hoffen auch, dass das in der Form möglichst bald nicht wiederkommt. Also neben dem Punkt, den du angesprochen hast, ist sicher noch die andere Frage, wie man in einer Akutsituation mit der Corona-Krise umgeht, wenn man nicht genug Behandlungsbetten hat. Diese zwei Punkte, also Akutsituation und das, was du angesprochen hast, das waren in der Tat genau die zwei Themen, die wir in unserer Stellungnahme, die wir am Freitag veröffentlicht haben, angesprochen haben. Wir haben diesen zweiten Punkt, also die Frage nach, was kostet uns das? Nicht angesprochen unter dem Terminus, wie es derzeit debattiert wird. Nicht? Derzeit wird ja immer debattiert, es geht um sogenannte Exit-Strategien. Da haben wir gesagt, der Terminus in so einer Situation, der weckt doch andere Assoziationen, die nicht so glücklich sind. Deswegen nennen wir das Öffnungsperspektiven. Ja? Also Öffnungsperspektiven, wie können wir wieder zu einer Renormalisierung zurückkommen? Und dazu ist eben wichtig, dass man ehrlich ist miteinander. Und derzeit wird immer gesagt, da haben wir die Corona-Toten und hier geht es nur um die Wirtschaft. Aber ich glaube, das ist eine verkürzte Perspektive, denn richtig, akut müssen wir, glaube ich, alles tun, damit wir die Zahl der Schwererkrankten und der Toten möglichst gering halten. Und deswegen finde ich die Freiheitsbeschränkungen derzeit total sinnvoll. Aber auf der anderen Seite steht eben nicht nur die Wirtschaft, sondern es stehen hinter der Wirtschaft Menschenleben, Existenzen. Es steht auch die Stabilität des Gemeinwesens auf dem Spiel. Und das sind alles teilweise quantifizierbare, teilweise nicht quantifizierbare Größen. Und dafür eine Sensibilität zu haben und zu sagen, wir können nicht nur auf die Probleme der Corona-Pandemie schauen. Das ist, glaube ich, die ehrliche Herausforderung und das muss man in einer zeitlichen Dimension betrachten, das muss man in einer sachlichen Dimension, also wo man wirklich einfach guckt, was sind die Schäden und man muss das in einer sozialen Dimension, was tut das auf der Ebene von der Familie bis hin zur Gesellschaft. All das muss man sehr sorgfältig debattieren und das darf man auch jetzt debattieren und niemand muss sich den Mund verbieten lassen, wenn er zum jetzigen Zeitpunkt über die Kriterien redet. Das gibt uns eher Kraft, damit wir die schwere Situation jetzt durchhalten. Es gibt ja auch durchaus Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, die Wirtschaftskrise, die wir jetzt damit auslösen, wird so viel Armutstote generieren. Auch die muss man ins Kalkül ziehen. Ist das auch etwas, worüber ihr euch ausgetauscht habt und worüber ihr diskutiert? Richtig. Wir haben eben nach diesen Gesichtspunkten Zeit-, Sach- und Sozialdimension der Nebenfolgen genau darüber natürlich auch uns austauscht. Und
ich bin jetzt nicht der Wirtschaftswissenschaftler, der das direkt in irgendwelche Modelle und irgendwelche Statistiken überführen kann. Aber was wir als Ethikerinnen und Ethiker tun können, ist eben darauf hinzuweisen, dass hinter diesen Fragestellungen, also Wirtschaftskrise, eben auch Menschenleben stehen. Das ist zum Teil massive Einbußen, was die Qualität des Lebens anbetrifft. Und Qualität des Lebens hat jetzt nichts irgendwie mit Hedonismus zu tun, sondern da geht es darum, ob Menschen Traumatisierungen für ihr ganzes Leben bekommen, ob sie auch anderen etwas antun. Wir hören ja immer mehr davon, dass auch häusliche Gewalt zunimmt. Die Frauenhäuser sind zu, sodass auch den Frauen sozusagen gar keine Möglichkeit bleibt, irgendwo anders hinzugehen. Also derzeit wird ja überlegt, ob man die Hotels wieder öffnet. Ja, und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben qualitative Einbußen bis hin zu Traumata. Wir haben in der Tat tatsächlich auch drohend die Gefahr, dass Armut kurz-, mittel- und langfristig auch Menschenleben fordert. Und als Ethikerinnen und Ethiker sagen wir eben, das muss man miteinander auch, so wahnsinnig schwierig das ist, ausbalancieren. Und dann gehört zur Ehrlichkeit eben auch dazu, dass wir so einen eigentümlichen Bias haben, also eine Vorurteilsstruktur, dass wir immer auf medial auch inszenierte Einzelschicksale oder Schicksale in einer bestimmten Situation, also hier jetzt die Schwerstkranken und Toten in der Corona-Krise blicken und die sogenannten statistischen Toten oder Lebensqualitätseinbußen, das sind nur statistische Größen oft für uns. Und da müssen wir natürlich auch sagen, auch dahinter stecken Mütter und Väter, Brüder, Schwester, Kinder. Auch das sind Menschen wie du und ich. Das sind welche, die ein Antlitz tragen. Und das sich zu vergegenwärtigen und nicht nur diesen Tunnelblick zu halten, das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Herausforderung, damit wir es schaffen, in dieser Situation auch über die Situation hinaus zu blicken. Das heißt also auch die Verantwortung, die wir für die Risikogruppen tragen und auf die sich im Moment auch viele Entscheidungen fokussieren, ist nur ein Teilaspekt des Ganzen und man muss den Blick aufweiten. Und damit sprichst du natürlich auch einen Punkt an, der in eurem Papier auch ein ganz wesentliches Element darstellt. Das Zusammenwirken zwischen Wissenschaft und Politik, zwischen Beratung durch die Wissenschaft und politischen Entscheidungen. Ja, was ist denn hier die Kernbotschaft in eurem Papier dazu? Bevor ich auf die Wissenschaft eingehe, will ich noch auf einen anderen Punkt eingehen, den ich sehr wichtig fand, den du gerade gesagt hast, nämlich, dass Gesundheit nicht alles ist. Ja? Gesundheit ist sehr wichtig, auch natürlich und insbesondere da, wo es um akute Lebensbedrohung geht, aber auch sonst gilt im Leben, Gesundheit muss mit anderen hohen Gütern, die wir sonst in unserem Leben haben, abgeglichen werden. Ja? Und das verliert man vielleicht ein bisschen aus dem Blick. Was deine Frage nach der Rolle der Wissenschaft anbetrifft, da haben wir in unserer Stellungnahme sind wir mit dem Satz geändert, die gegenwärtige Situation ist die Stunde der demokratisch legitimierten Politik. Was heißt das? Das heißt zum einen, es ist nicht allein die Stunde der Wissenschaft und es ist auch nicht alleine, was sehr häufig in den Politikwissenschaften gesagt wird, die Stunde der Exekutive. Ja? Also Exekutive sagt man immer, jetzt muss durchregiert werden. Das, glaube ich, ist mit Blick auf ein demokratisch verfasstes Gemeinwesen, das von einer Zivilgesellschaft umkränzt ist und ihre Legitimation daher bekommt, dass es einen zivilgesellschaftlichen Diskurs gibt. Nicht richtig, wenn einfach von oben nach unten durchregiert wird. Ja?
Beispielhaft kann man das derzeit daran sehen, ja, wenn gesagt wird, jetzt ist nicht die Stunde darüber nachzudenken, wann man Lockerungen einführt. Das ist richtig. Jetzt ist nicht die Stunde, Lockerungen einzuführen, aber es ist nie zu früh, über die Kriterien der Lockerung nachzudenken. Das darf eine Zivilgesellschaft. Und da muss die Politik wirklich aufpassen oder manche Politikerinnen und Politiker, das kam ja jetzt auch von der Bundeskanzlerin tatsächlich sogar, dass sie den Menschen aus irgendwie nachvollziehbaren Gründen, aber dass sie nicht den Menschen sozusagen das Gefühl vermitteln, wir dürfen nicht mal darüber diskutieren. Da geht wirklich der Schuss nach hinten los. Das darf man nicht tun. Man muss debattieren können. Deswegen nicht nur die Stunde der Exekutive, sondern der demokratisch legitimierten Politik. Das andere mit Blick auf die Wissenschaft. Es ist sehr wichtig, dass die Wissenschaft sich gerade bei Fragestellungen, wo es um eine Pandemie geht, einbringt und die Politikerinnen und Politiker berät. Aber es darf auch nicht der Eindruck sich breit machen, da gibt es ein oder zwei dann auch medial besonders gehypte Wissenschaftler und die sind sozusagen das Sprachrohr der Wissenschaft. Das scheint mir ein unterkomplexes Wissenschaftsverständnis zu sein, denn natürlich haben wir in der Wissenschaft bei allen wissenschaftlichen Standards, die wir zu berücksichtigen haben, also Stichwort Falsifizierung, auch immer einen Austausch über die Richtigkeit und Angemessenheit gerade von Maßnahmen, die sich aus wissenschaftlich gegenwärtig geltenden Standards ergeben. Also die Eindeutigkeit, die zum Teil in der Bevölkerung inzwischen angenommen wird, was die wissenschaftliche Empfehlung ist, die gibt es doch in der Form gar nicht. Und deswegen würde ich mir noch viel stärker wünschen, dass auch die Politik, wenn sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord holt und mit in die Bundespressekonferenz hineinnimmt, deutlich macht, da gibt es nicht sozusagen den einen Papst der Wissenschaft, ja, das erinnert ja quasi an eine bestimmte Religionsgemeinschaft eben, sondern da gibt es ein Kollegium, die im Austausch miteinander um das gegenwärtig beste Verständnis wissenschaftlicher Erkenntnis ringen. Und ich habe in einem anderen Interview gesagt, Politik muss auf die Wissenschaft hören, aber sie darf ihr nicht hörig sein. Denn am Ende muss die Verantwortung für die zu treffenden Maßnahmen von der Politik, nämlich als den gewählten Repräsentanten, getroffen werden. Ein starkes Statement. Du hast auch die Zivilisation angesprochen. Im Moment wird auch viel über Zivilisiertheit gesprochen. Ich meine, wir können in den Medien verfolgen, es gibt Hamsterkäufe. Wir haben jetzt auch gelesen, dass in solchen Ländern, wo besonders viele Corona-Fälle auftreten, sogar Überfälle auf Apotheken schon stattgefunden haben, stellt sich die Frage, wie dünn ist eigentlich der Firnis unserer Zivilisation? Ja, das ist eine, wie ich finde, sehr berechtigte Frage und meine Antwort ist eine doppelte, aber man muss eben dann ehrlich genau mit dieser Doppelheit umgehen. Auf der einen Seite, und ich glaube, das müssen wir auch festhalten, haben wir ein ungeheures Maß an Solidarität. Nur mal festgehalten mit Blick auf die derzeitigen Freiheitsbeschränkungen. Zu einem hohen Maße, und noch zeigen ja auch alle Umfragen, dass das Maß wirklich sehr hoch ist oder der Grad sehr hoch ist, akzeptieren die Menschen diese Freiheitsbeschränkungen. Diese Freiheitsbeschränkungen, die es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland so noch nie gegeben hat. Das sind massive Eingriffe in Grundrechte, die von den Menschen als eine Solidaritätsaktion für Alte, für andere Risikogruppen getragen wird. Und wie wenig das selbstverständlich das ist, kann man ja einfach daran ablesen, wenn es einigermaßen stimmt, nach gegenwärtigem Stand, dass man sagt, bei 95% der Erkrankten läuft die
oder der Infizierten läuft die Erkrankung einigermaßen milde ab. Bei 5 oder 4% ist es ein starker Krankheitsverlauf, sodass man sogar intensivpflichtig werden kann, und bei 1% kann es oder wird es wohl tödlich enden. Ja, wenn das ungefähr die Zahlen sind, dann ist das ja alles andere als selbstverständlich, dass diejenigen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, sagen, ich lasse hier quasi nicht nur weite Teile meines Lebens einschränken, sondern ich riskiere meine wirtschaftliche Existenz. Das Gemeinwesen, in dem ich lebe, wird möglicherweise über Jahrzehnte die Schulden, die entstanden sind, dass man hier diese Krise versucht zu bewältigen, abbezahlen müssen. Also das sind doch alles andere als selbstverständliche Dinge, ganz zu schweigen von den Nachbarschaftsaktionen, was es da alles gibt. Also von daher gibt es ein riesiges Maß an Solidarität, und ich finde, das muss man zunächst erstmal festhalten. Der Übergang ist, Solidaritätsressourcen sind nicht unbegrenzt. Ja, es kommt zu Solidaritätskonflikten. Das nehmen wir an dem Punkt wahr, an dem ich gerade gesagt habe, dass andere vulnerable Gruppen in der Gesellschaft sind, die jetzt für eine gewisse Zeit das ertragen können, aber wo man sagen muss, je länger, je mehr die in ihrer Situation der Verletzlichkeit alleingelassen werden, wird es einfach dramatisch. Also deswegen, Solidaritätsressourcen sind begrenzt, und dann würde ich dir zustimmen, gerade wenn das dann an die Grenze kommt, dann sieht man eben der Umschlag, wo es dann sogar auch zu Gewalt kommen kann, ja, der ist wirklich dünn. Also, was du gesagt hast, die Firnis ist dünn. Damit muss man immer rechnen, damit muss Politik rechnen, dass es wirklich eruptiv plötzlich dazu kommen kann, dass Gewalt ausbrechen kann, beim Einzelnen, auch in der Gesellschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Zivilität, dass wir auch den Diskurs über diese Dinge wahren. Und wenn es ums nackte Überleben geht, wie das, was man jetzt eben in Italien erlebt, wo dann Apotheken angegriffen werden, das ist, glaube ich, die schlimmste Situation, wo dann, wie ein Philosoph Thomas Hobbes einmal gesagt hat, dem Menschen ein Wolf werden kann, wobei man sagen muss, die Wölfe sind da vermutlich zivilisierter, als dieser Spruch es nahelegt. Aber wir müssen eben, es ist für uns eine Mahnung, im Auge zu behalten, dass nichts selbstverständlich ist. Und von der evangelischen Theologie sagen wir ja, dass der Mensch einerseits sozusagen gerechtfertigter ist, also damit meinen wir, dass er sozusagen von Gott in ein gutes Licht gesetzt werden kann, aber er ist in sich selbst also massiv vom Bösen bedroht. Und Luther hat einmal gesagt, den alten Adam täglich neu ersäufen. Also er rechnet bis zum letzten Tag immer damit, dass wirklich auch beim heiligsten Menschen, bei einem Gandhi, bei einer Mutter Teresa sozusagen das Böse durchbrechen kann, und dass man das vielleicht zwar durch eine gute Lebensführung versucht zu verhindern, aber dass in uns allen der Überlebensdrang und auch damit Gewalt auch schlummert, dass wir Tier sind, dass wir Natur sind, also welche Perspektive man auch wählt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit wir uns nicht überfordern. Und das ist, glaube ich, eine der größten Gefahren, dass wir uns überfordern können, und deswegen brauchen wir Ehrlichkeit auch über unsere Grenzen. Ein sehr klares Wort dazu, stimmt mich auch sehr, sehr nachdenklich. Sehr nachdenklich stimmen mich auch die vielen Diskussionen, die im Moment im Gange sind, um Entscheidungen, die Ärzte zu treffen haben. Das Stichwort Triage, ja, bei wem schalte ich die Beatmung ab, um jemand anders beatmen zu können und klinisch versorgen zu können. Ein extrem schwieriger Fragenkomplex, und auch dieser Fragenkomplex wird natürlich die Ethik sehr beschäftigen. Kannst du hierzu ein paar Sätze sagen, lieber Peter? Ja, ich glaube, das ist der Punkt, schrecklicherweise, der uns
vermutlich in den nächsten Wochen noch drängender beschäftigen wird als die Öffnungsperspektiven, über die man eben auch schon diskutieren kann. Denn es mehren sich ja die Anzeichen, dass es irgendwann auch bei uns in Deutschland zu einem Gap zwischen den vorgehaltenen Kapazitäten und dem Bedarf an intensivmedizinischer Betreuung geben wird. Und das führt eben zu dieser schrecklichen Situation, wo Ärztinnen und Ärzte vor Ort entscheiden müssen, wen kann ich beatmen und wem kann ich das nicht zukommen lassen und was tue ich dann? Ja, also ich glaube, das ist für Ärztinnen und Ärzte mit die schrecklichste Situation, die man sich vorstellen kann, und auch für eine Gesellschaft, die realisiert, dass sie bei großer Anstrengung es nicht schafft. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, da hätte man aber doch schon monatelang das alles horten können, ehrlich gesagt, hinterher ist man immer klüger, und ich finde solche Ratschläge nicht sonderlich hilfreich in der gegenwärtigen Situation, weil hätte man das immer die ganze Zeit getan, dann wären die Kosten im Gesundheitssystem auch deutlich nach oben gegangen, und da hätte man dann auch gesagt, Mensch, könnt ihr nicht sparsamer mit den Ressourcen im Gesundheitssystem umgehen, ja? Aber zurück zu den Ärzten und Ärztinnen, die in dieser Situation stehen. Da gibt es einige Maßgaben, und ich bin froh, dass nicht nur der Deutsche Ethikrat, sondern auch 7 medizinische Fachgesellschaften, darunter übrigens auch die Akademie für Ethik in der Medizin, wo wir einen sehr engen Draht zu haben, teilweise durch Doppelmitgliedschaft. Ich bin ja auch Mitglied in der Akademie für Ethik in der Medizin. Und von diesen 7 Fachgesellschaften auch, wie von uns ein Papier verfasst worden ist, das den Ärztinnen und Ärzten vor Ort Orientierung geben soll, wie sie sich in einer solchen Triage-Situation verhalten sollen. Ich sage mal unsere 3 Punkte, die wichtig sind, und sage auch, wo es einen Unterschied zu dem Papier der Fachgesellschaften gibt. Also zunächst erstmal halten wir vom Ethikrat fest, es darf keine außermedizinischen Kriterien geben, die in einer solchen Triage-Situation leitend sind. Also Alter, Geschlecht, Behinderung, ethnische Zugehörigkeit, aber auch Systemrelevanz in der Gesellschaft dürfen keine Leitkriterien sein, zu sagen, den bevorzuge ich jemand anderem, sondern es muss allein die medizinische Notwendigkeit sein. Soweit sind wir mit den Fachgesellschaften gemeinsam. Wir sind vorsichtig, wenn wir sagen, was heißt medizinische Notwendigkeit. Normalerweise sagt man damit ist die Dringlichkeit gemeint, ja. Aber unter sehr knappen Ressourcen wird man natürlich das Element der Erfolgsaussicht auch mit in Rechenschaft ziehen müssen. Ja? Also Erfolgsaussicht, Dringlichkeit sind 2 Kriterien, das kennen wir aus der Transplantationsmedizin, die sich eigentlich beißen. Da müssen tatsächlich die medizinischen Teams vor Ort versuchen, da eine Balance zu finden. Und ich finde es sehr gut, dass die Fachgesellschaften gesagt haben, am besten nicht ein einzelner Arzt, sondern dass das nach einem Mehraugenprinzip abläuft. Ich glaube, das ist auch schon deswegen psychologisch so wichtig, weil ich glaube, die allermeisten werden hinterher wirkliche Schuldgefühle auch haben. Denn egal wie man sich entscheidet, man hat immer das Gefühl, also wirklich bis hin zur nicht mehr Lebensmöglichkeiten geben zu können. Man hat über ein Leben entschieden. Also es ist eine solche wahnsinnige Last. Ich glaube, da werden sehr viele Schuldgefühle auch sein, die auch wahrscheinlich hinterher seelsorglich oder psychotherapeutisch auch aufzuarbeiten sind. Also deswegen Mehraugenprinzip gut, um diesen Korridor zwischen Erfolgsaussicht und Dringlichkeit in der Situation herauszubekommen. Ein Unterschied, sagen wir vom Ethikrat dann im Unterschied zu den Fachgesellschaften, wenn es zu der, wie ich finde, allerschlimmsten Situation kommt. Und ich will ein Beispiel dafür nennen. Da hat man einen 80-Jährigen, ich bitte jetzt alle, mir das zu verzeihen, wenn ich so ein typologisches Beispiel bringe. Da hat man einen 80-Jährigen, der relativ schlechte
Erfolgsaussichten hat. Man sagt, wahrscheinlich wird er irgendwie 3 bis 4 Wochen auf der Intensivstation noch überleben, aber der ist an der Beatmung, ja. Und dann kommt eine 35-jährige Mutter von 3 Kindern rein, bei der man weiß, sie muss akut jetzt beatmet werden. Es sind keine weiteren Beatmungsgeräte da. Und man weiß, wenn sie jetzt nicht beatmet wird und über den Berg kommt, und dann geht es ihr danach aber vermutlich auch wieder gut, wird sie sterben. Ich glaube, das ist die aller schlimmste Situation. Und da sagen wir, und jetzt muss man aufpassen, es ist wirklich, da haben wir gerungen bis zum Es geht nicht mehr. Rechtlich wird man sagen müssen, es ist objektiv nicht rechtens, wenn der Arzt, die Ärztin dem 80-Jährigen den Tubus herausnimmt. Das ist objektiv nicht rechtens. Das darf man nicht sozusagen von der Rechtsordnung erlauben. Denn auch die Rechtsordnung ist in Katastrophenfällen ein wahnsinnig wichtiges Gut. Aber lass es mich als Frage formulieren. Würde man nicht verstehen, wenn eine Ärztin, vielleicht wenn sie selber junge Mutter ist, sagt, ich mache es anders? Würde man das nachvollziehen können? Wie gesagt, ich will es als Frage bringen. Und da sagen wir dann nur, wenn nach Abwägung, nach Gewissensprüfung, nach Durchsicht durch die Empfehlung der Fachgesellschaften eine Ärztin, ein Arzt dann sagt, ich mache das jetzt so, wie ich es in der Frage angedeutet habe, dann wird sie mit der Milde der Rechtsordnung rechnen können, wenn es strafrechtlich aufgearbeitet wird. Weiter wollen wir vom Ethikrat nicht gehen. Die Fachgesellschaften sagen deutlicher als wir, das Verhältnis zu anderen Patienten muss mit einbezogen werden in eine solche Situation, wie ich sie gerade geschildert habe. So weit wollen wir nicht gehen. Aber wie gesagt, die Fachgesellschaften machen das. Das ist der allerschrecklichste Punkt. Aber in Italien ist es schon zu dem gekommen und in anderen Ländern auch. Und ich möchte einfach, ich habe selber, als ich solche Dinge mal in einem Interview angesprochen habe, habe ich böseste Mails erhalten nach dem Motto, Gnade uns Gott, wenn ihre Sachen umgesetzt würden. Das Schlimme ist, dass es hier keine einfachen Lösungen gibt. Weder vom Recht noch von der Ethik noch in dem Verhältnis zwischen Recht und Ethik. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es gibt Situationen, in denen wir, egal wie wir handeln, Schuld auf uns laden. Und das ist genau die Verantwortung. Verantwortung ist die Bereitschaft, Schuld auf sich zu nehmen. Und bitte, bitte, niemand möge über Ärztinnen und Ärzte, die wirklich alles geben in diesen Situationen, irgendwie den Stab brechen, sondern dann immer denken, wie würde ich handeln, wenn ich in einer solchen Situation bin. Und ich muss sagen, das belastet einen sehr und da kann man einfach nur seine Solidarität mit den Ärztinnen und Ärzten und den therapeutischen Teams, den Pflegenden ausdrücken und ihnen sagen, wie großartig es ist, dass sie nicht nur diesen Dienst tun, sondern auch bereit sind, solche Verantwortung zu übernehmen. Und die Ärzte und Ärztinnen sind sicher auch dankbar, dass sie hier ethische Orientierungshilfen bekommen, um diese schwierigen und auch sehr wegweisenden Entscheidungen zu treffen und dann auch am Ende zu verantworten. Lieber Peter, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das tolle Gespräch, das wir führen konnten. Ich habe tiefe Einsicht auch in die Arbeit des Deutschen Ethikrats bekommen und auch viele meiner Fragen dazu hast du beantwortet. Herzlichen Dank, alles Gute und bleib gesund, lieber Peter. Vielen Dank, Achim, für die Gesprächsmöglichkeit und auch dir und dem ganzen Team an der FAU und den Mitgliedern der FAU und allen, die das hier anschauen, auch alles Gute und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.